Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch ein super einfaches Butterplätzchen-Rezept in Form von Spritzgebäck für Spritzbeutel. Und dabei verrate ich euch noch 5 nützliche Tipps, die ihr auch auf eure eigenen Rezepte anwenden könnt. Tipp Nummer 1 ist, dass alle Zutaten bis auf die Butter zimmerwarm sein sollten. Die Butter sollte sogar richtig schön weich sein, damit der Teig nicht zu hart wird. Als erstes schlage ich die Butter zusammen mit dem Puderzucker, ein bisschen Salz, Vanilleextrakt oder Vanillinzucker und etwas Zitronenabrieb ungefähr 3 bis 4 Minuten schaumig auf, bis sie so richtig schön luftig und hell aussieht. Dann gebe ich ein mittelgroßes Ei dazu und rühre die Zutaten nochmal so 2 bis 3 Minuten gründlich durch. Zum Schluss kommt noch das Mehl und weil ich den Geschmack so gerne mag, auch noch einen Teelöffel Vanillepuddingpulver hinein. Das hebe ich dann zügig mit einem Teigspatel unter, bis kein Mehl mehr zu sehen ist, und dann ist der Teig auch schon fertig. Und damit wären wir auch schon bei Tipp Nummer 2, und zwar muss der Teig jetzt zügig weiterverarbeitet werden. Denn je nachdem, wie warm es in eurer Küche gerade ist, kann der Teig recht flott fester werden und dann ist es echt anstrengend, ihn durch den Spritzbeutel zu bekommen. Ich nehme hier eine sogenannte französische Tülle mit einem Durchmesser von 14 mm. Mein dritter Tipp ist, den Spritzbeutel nicht zu voll zu machen, weil sonst die Gefahr besteht, dass er platzt. Zur Sicherheit könnt ihr aber auch schon von vornherein 2 Spritzbeutel ineinander verwenden. Tipp Nummer 4 ist, haltet den Spritzbeutel möglichst senkrecht, weil die Kekse sonst schief werden. Jetzt könnt ihr entweder mit euren Fingern oder wie ich es hier mache, mit einem Löffelstiel die Vertiefungen in die Kekse drücken. Wer mag, kann die Kekse jetzt schon mit Marmelade füllen. Ich persönlich mache das aber lieber erst hinterher. Aber um euch später mal den Unterschied zeigen zu können, fülle ich einen Keks schon mal vor dem Backen. Das Spritzgebäck backe ich bei 180 bis 190 Grad Ober- und Unterhitze ungefähr 10 Minuten. Zum Füllen meiner Kekse habe ich hier schon Erdbeer-, Aprikosen- und Himbeermarmelade vorbereitet. Die habe ich schon alle durch ein Sieb gestrichen. Mein 5. Tipp lautet, kocht die Marmelade, bevor ihr sie in die Kekse füllt, nochmal mit etwas Wasser und Zitronensaft kurz auf. Klar macht das ein bisschen mehr Arbeit, aber die Kekse sehen danach deutlich besser aus. Die Marmelade muss jetzt, solange sie noch schön heiß und fließend ist, zügig in die Kekse gefüllt werden. Da ich selbst nicht so hitzeempfindlich bin, mache ich das hier mit einem Spritzbeutel, aber wenn euch das zu heiß ist, könnt ihr die Marmelade auch mit so einem kleinen Löffel in die Kekse füllen. Ich lasse die Marmelade jetzt erst einmal komplett abkühlen und fest werden und danach zeige ich euch die Kekse mal aus der Nähe. Hier ist einmal der Keks, bei dem ich die Marmelade aufgekocht und nach dem Backen eingefüllt habe, und rechts der Keks, bei dem ich die Marmelade mitgebacken habe. Wenn ihr alles genauso macht, wie ich es hier gezeigt habe, dann wird die aufgekochte Marmelade so fest wie Fruchtgummi. Mich würde ja mal sehr interessieren, wie ihr das macht, wenn ihr Plätzchen mit Marmelade füllt. Kocht ihr die Marmelade dann auf oder findet ihr, das ist den Aufwand nicht wert? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!